Herzlich willkommen bei diesem Video. Diesmal nehmen wir euch mit auf die Insel Madeira. Dabei zeigen wir euch, welche Sehenswürdigkeiten wir während unserer 7 Tage hier entdeckt haben und geben euch ein paar Tipps für eure Reise auf die Blumeninsel. Am Flughafen angekommen, haben wir unseren Mietwagen in der Nähe abgeholt, um zu unserer Unterkunft nach Ponta do Sol zu fahren. Madeiras Straßen können sehr steil und eng werden und sind damit nichts für schwache Nerven oder Fahranfänger. Besonders wenn du abseits der Hauptstraßen ins Inland oder in die Berge möchtest. Auch Tiere können hinter jeder Kurve stehen oder Nebel kann euch plötzlich überraschen. Seid hier also besonders vorsichtig. An der Küste entlang sind die Straßen aber sehr gut ausgebaut und man fährt oft durch Tunnel und Kreisverkehre. Ponta do Sol war für uns ein guter Ort, um den Westen der Insel zu erkunden. Von hier aus sind viele Sehenswürdigkeiten schneller zu erreichen als zum Beispiel von der Hauptstadt Funchal aus. Ein Highlight ist zum Beispiel der sogenannte Feen- oder Nebelwald. Mehrere hundert Jahre alt sind die Lorbeerbäume in diesem Wald, der seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und wohl zu den magischsten Orten hier auf Madeira zählt. Man kann auf dem Wanderweg PR13 etwa 4 Stunden durch den Wald laufen und sich verzaubern lassen, oder man fährt auf einen kleinen Parkplatz neben dem Wald. Besonders wenn der Nebel durch die Bäume zieht, fühlt man sich wie in einem Märchen. Das Gebiet ist zwar als Nebelwald bekannt und wir hatten auch Glück mit dem Wetter, eine Garantie für Nebel gibt es aber nicht. Es lohnt sich aber definitiv ein zweiter Besuch, falls es beim ersten Mal nicht direkt klappen sollte. Und wer weiß, vielleicht findest du ja auch ein Einhorn oder die Hobbits. Wenn du gern wandern gehst, dann sind unsere nächsten Stops sicherlich etwas für dich. Zuerst geht es zum Risco-Wasserfall, der 100 Meter die Klippen hinabstürzt. Diese Wanderung führt dich zunächst über eine Straße hinab ins Tal, wo dann der eigentliche Weg zum Wasserfall beginnt. Es gibt auch einen Shuttle, der dich für 3 Euro hinunterfährt. Das spart einiges an Zeit und Anstrengungen. So kannst du auch noch ein weiteres Ziel, nämlich die 25 Quellen ansteuern. Da wir recht spät losgelaufen sind, haben wir nur den Risco-Wasserfall geschafft. Eine Levada-Wanderung ist ein absolutes Muss auf Madeira. Die Levada Nova gilt dabei als eine der schönsten. Diese Wanderung ist sehr einfach, aber nicht unbedingt für Menschen mit Höhenangst gemacht, da man hier oft sehr nah am Abgrund entlang läuft. Höhepunkt des etwa 4-stündigen Wegs ist der Wasserfall, hinter dem man entlangläuft. Zu dieser Wanderung haben wir ein extra Video gemacht, das wir euch in der Videobeschreibung verlinken. Und noch ein Wasserfall, der Cascada dos Anjos in Ponta do Sol. Hier könnt ihr eine gratis Autowäsche oder eine eiskalte Dusche bekommen. Er fällt direkt auf eine alte Küstenstraße, die abends zum Magnet für Fotografen wird. Ein Stück weiter befindet sich dieser Aussichtspunkt mitten im Fels.
Felsspitzen, die aus dem Wasser ragen, befinden sich im Norden der Insel und sind nicht weit weg vom schwarzen Strand von Seychelles. Der Strand ist wunderschön und man könnte meinen, man sei auf Hawaii. Dennoch würden wir Madeira nicht für einen reinen Strandurlaub empfehlen. Zum Planschen gibt es in Porto Muniz angelegte Naturpools, in denen du vor den Wellen geschützt baden kannst. Auf deinem Weg in den Norden der Insel solltet ihr unbedingt einen Stopp in São Vicente einlegen. Als Navigationspunkt empfehlen wir dir diese kleine Kapelle. Hier stehst du zwischen hohen Bergen und hast eine fantastische Aussicht auf das Tal. Im Ort selbst gibt es eine unterirdische Höhle und natürlich eine Menge Wanderwege. Es gibt unzählige Aussichtspunkte auf Madeira. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Adlernest oberhalb des Nonnentals. Hier schaut man bei klarer Sicht aus einer Höhe von über 1100 Metern in das Tal hinab oder wandert weiter zum in der Nähe gelegenen Pico do Arreiro. Ganz im Osten der Insel befinden sich die vorgelagerten Halbinseln von São Lourenço. Hier solltet ihr unbedingt einmal zum Sonnenaufgang herkommen, es lohnt sich. Dies ist ebenfalls eine der Wanderungen, die man auf Madeira einmal gemacht haben sollte. Es ist dort manchmal so windig, dass man sich kaum auf den Beinen halten kann und der Weg führt größtenteils auf einem schmalen Pfad entlang. Dennoch würden wir dir diese Wanderung unbedingt empfehlen. Eine Zeitreise könnt ihr in São Jorge unternehmen. Hier stehen die Überreste einer alten Zuckerrohrmühle, die zu Beginn der Besiedlung Madeiras errichtet wurde.
paar Kilometer weiter östlich, im kleinen Örtchen Santana, befinden sich die traditionellen bunten Bauernhäuser Madeiras. Nachdem wir nun den Großteil der westlichen Seite der Insel gesehen haben, sind wir in unsere nächste Unterkunft Richtung Funchal gefahren. Dabei haben wir etwas außerhalb der Stadt im kleinen Fischerdorf Camara de Lobos gewohnt, das dafür bekannt ist, dass hier auch Winston Churchill ein paar Tage verbracht hat. Unsere Unterkunft war ein altes Herrenhaus, das einen eigenen Palmgarten und sogar einen Pool hatte. Weitere Unterkünfte zeigen wir euch in unserem Blogbeitrag, den wir ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt haben. Das Dorf selbst liegt in einer malerischen Bucht, die besonders abends sehr beeindruckend ist. Morgens fahren die Fischer in ihren Booten hinaus aufs Meer, um den bekannten Degenfisch Espadó zu fangen. Abends kann man diesen dann in den kleinen Restaurants des Hafens probieren. Der Ort war für uns eine gute Wahl, da man recht schnell an der Autobahn ist, aber nicht direkt im Stadtzentrum lebt. Direkt in Funchal gibt es natürlich ebenfalls eine Menge zu sehen und zu erleben. Da wäre zum Beispiel die zweithöchste Steilklippe der Welt, Cabo Girau. Auf einer Plattform kann man die 580 Meter hohe Steilklippe betreten und direkt in die Tiefe schauen. In Garajão befindet sich eine 15 Meter hohe Jesusstatue, um daran zu erinnern, dass bis 1770 an diesem Ort die Verstorbenen der Insel ins Meer geworfen wurden, die keine Katholiken waren. Man kann einer langen Treppe nach unten folgen, um genau zu diesem Punkt zu kommen. In Machico befindet sich einer der wenigen hellen Sandstrände Madeiras. Die meisten anderen Strände sind sonst sehr steinig oder haben eben dunklen Sand. Außerhalb von Funchal liegt der Ort Monte. Am spektakulärsten erreichst du diesen Ort mit der Seilbahn, die direkt vom Hafen aus startet. Günstiger geht es aber mit dem Bus, nicht weit weg von der Seilbahn. Oben angekommen kannst du einen kleinen botanischen Garten mit einer Menge Kakteen und bunten Blumen anschauen. Eine weitere Gondelfahrt später erreichst du wieder eine Hauptattraktion Madeiras. Von hier aus starten nämlich die berühmten Korbfahrten. Je zwei sogenannte Carreiros lenken diesen Korb die steilen Straßen hinab. An den Füßen tragen sie spezielle Schuhe mit Resten von Autoreifen, um besseren Halt zu haben.
Für 2 Personen kostet eine Schlittenfahrt 30 € und ist mit 2 Kilometern wohl eine der interessantesten Schlittenfahrten, die du je im Sommer gemacht hast. Die Schlitten fahren dich aber nicht ganz nach Vonschall zurück, du musst vom Ausstiegspunkt etwa 20 Minuten zu Fuß in die Stadt laufen oder mit dem Taxi weiterfahren. Bevor du dich aber hinabwagst, solltest du dir noch den großen botanischen Garten von Monte anschauen. Dieser Garten erinnert an die Reisen seines Besitzers nach Japan und China. Dieser war von den asiatischen Ländern so fasziniert, dass er ihnen zu Hause ein Denkmal gesetzt hat. Mit 12,50 € kein günstiger Spaß, aber wirklich sehenswert. Plane hier etwas mehr Zeit ein, wenn du nicht nur an den Pflanzen vorbeirennen willst. Das Beste auf Madeira haben wir leider nicht geschafft, und zwar die Wanderung vom Pico Aero zum Pico Ruevo. Während unserer 7 Tage auf Madeira waren beide Berge immer komplett in Nebel gehüllt und es lag sogar Schnee auf den Wegen. Wir waren zweimal oben und konnten kaum die Hand vor Augen sehen. Diese Wanderung kommt auf unsere Liste der Dinge, die wir unbedingt nochmal nachholen müssen. Generell hat uns Madeira super gefallen und wir würden definitiv nochmal herkommen, um weitere Ziele zu sehen. 7 Tage sind, obwohl die Insel so klein ist, einfach viel zu wenig. Es gibt unzählige Wasserfälle, Wanderungen und kleine Orte zu entdecken, Höhlen, Klippen, Wälder, Strände. Wir denken, hier ist für jeden was dabei. Die Menschen sind überaus freundlich und die Natur zeigt sich von ihrer wildesten Seite. Für deine Wanderung empfehlen wir dir, nach dem Zwiebelprinzip vorzugehen. Die Temperaturen ändern sich super schnell und von Sonne bis Schnee hatten wir alles innerhalb weniger Minuten. Es regnet häufiger und auch der Wind ist nicht zu unterschätzen. Bringt euch auf jeden Fall eine dünne Regenjacke mit, eine dünne wärmende Schicht drunter und etwas Kurzes, falls euch warm werden sollte. Denkt auch daran, rutschfeste Schuhe mitzunehmen, da viele Wanderwege nicht ausgebaut sind. Am besten sollten die Schuhe auch wasserfest sein. Etwas zu essen und eure Kamera nicht zu vergessen und schon kann's losgehen. Und noch ein Tipp für euren Mietwagen. Wir hatten einen mit Automatik und würden das auch jedem empfehlen. Die steilen Straßen fordern eure ganze Konzentration. Schalten ist dann schon mal ein Problem weniger. Versucht auch nicht über Steine zu fahren, diese sind teilweise aus messerscharfem Gestein und können euch die Reifen leicht aufschlitzen. Okay, nun hoffen wir, dass ihr ein paar weitere Inspirationen und Tipps für euren Madeira-Urlaub bekommen habt. Wir wünschen euch viel Spaß und sagen danke, dass ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt. Wenn ihr schon mal auf Madeira wart und euch ein paar Tipps einfallen, die anderen helfen können, dann schreibt diese doch gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jedes Feedback und sagen danke, bis zum nächsten Mal.